bin ja jetzt auch mittlerweile Mitglied beim HDFR. Jetzt fahren wir mal Einstrecke. Jo, da sind wir gerade runtergekommen. Geil. Den würde ich jetzt eigentlich fast immer mitnehmen, oder? Ja, gell? Jetzt fahren wir noch die Flowline. Oh, das ist, glaube ich, neu. Das ist neu. Oh, hier ist auch die Luft total kalt auf einmal. Heute am KS, wie der Marc sagen würde. Am KS in HD. Mal wieder zum ersten Mal 2025 am Königsstuhl in Heidelberg. Mitte Januar. Winterliche Bedingungen. Im Tal unten ist alles Wolke und Nebel und hier oben ist aber ziemlich trocken, so wie es aussieht. Aber kalt. Krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war und also kein Schwanz hier war. Also außer dem und mir halt. Ne? So. Rheinebene. Da unter der Wolke versteckt sich irgendwo Heidelberg. Heidelberg Königsstuhl, Falknerei mit dem Marc. Jo. Trailstürmer am Start. Los. Aller hopp. Ach, mal gucken, also bisher sieht es hier echt trocken aus, überraschenderweise. Jo! Also das ehemalige kleine Double, was ja eigentlich neu war, ist jetzt eine Art Sharkfin anscheinend. So, wir gehen noch mal hoch, weil der Marc wollte jetzt auch noch mal über diesen Sharkfin so ein bisschen drüber. Wir haben festgestellt, links ist wohl eine Landung. Also das ist dann so für die richtigen Chefs, die den richtig springen, diesen Sharkfin. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber wir wollten einfach noch mal so ein bisschen drüber hüpfen. Und jetzt gehen wir noch mal hoch hier. Die Falknerei-Einstieg. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich es mal so von unten sehe. Ist wieder mal von unten viel krasser. Und wir laufen jetzt hier so unbedarft hoch, weil es überhaupt nicht so ist. Ne? Also sonst am Wochenende sollte man hier nicht einfach so hochlaufen, weil da können schon Leute runtergebrettert kommen. Aber heute ist Wochentag. Also. So, jetzt fahren wir es nochmal an. Der Marc hatte nämlich auch nebenbei noch einen lockeren Griff an seinem neuen Raw. Das war natürlich sinnvoll, den jetzt mal festzumachen. Oh ja, scheiße, auf der Wurzel gelandet. Darüber in diese gebaute Landung zu springen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss man halt springen können, nicht so wie ich. Also ich denke mal, das Ding ist als Landung gedacht. Ich weiß es ja nicht. So, der Marc ist gut dabei auf seinem neuen Raw Madonna. Das geht schon ab hier. Jo, smooth. Jo, so, jetzt wollen wir einmal Hacker fahren und jetzt fahren wir ungewöhnlicherweise mal, denn ich bin ja jetzt auch mittlerweile Mitglied beim HDFR, HD Freeride e.V. Jetzt fahren wir mal Einstrecke. Gut, und jetzt fahren wir erstmal Tannenzäpfle. Dann bin ich das letzte Mal wahrscheinlich vor 2 oder vielleicht sogar 3 Jahren gefahren, wahrscheinlich eher vor 3, mal gucken. Oh, hier wird es doch matschig. Okay, komisch, dass es ja alles so trocken war. Gerade auf der Vereinsstrecke dann nicht mehr so trocken. Aha, aha. Kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern tatsächlich. Okay, nice. Jo, cool. Macht doch voll Bock. Hä, geil. Der macht ja voll Bock, oder? Ja.
Da sind wir gerade runtergekommen. Sieht von unten viel krasser aus, als wenn man einfach drüber fährt. So, weiter geht's. Tannezäpfle. Rumpel. Geil! Was geht denn hier ab? Hä? Gar nicht auf dem Schirm mehr gehabt, dass der so geil war. Fast ein First Ride gerade. Ah, okay. Das war jetzt scheiße gefahren. Das war jetzt nicht gut. Geil. Oh. Haha. Boah. Ah, okay. Zu langsam. Geiles Ding! Das müssten wir viel öfter fahren, Mann. Ja, das macht total Bock. Ja. Und es auch, fand ich es auch, weil es ja auch wahrscheinlich ausgefahrener ist als vor 3 Jahren, ruppiger und mehr so technische Sachen, Fälschen und so drin als früher oder am Anfang. Also voll geil. Den würde ich jetzt eigentlich fast immer mitnehmen, oder? Ja, geil. Weil es halt so eine geile Kombi ist, mal wieder so wie im Pfälzerwald aus den gebauten Sachen mit lauter Berms und so natürliche, bisschen technische Sachen. Definitiv. Und es gab ja noch einige Elemente, die man sich mal angucken müsste. Ja. Aber geil, da hat es direkt voll Bock gemacht. Ja, ja. So, jetzt sind wir nochmal am Einstieg von der Vereinsstrecke und jetzt wollen wir uns die Enduro-Line mal angucken. Jedenfalls kenne ich sie noch nicht, soweit ich weiß. Gucken wir mal. Der Marc ist sie, glaube ich, mal gefahren. Aber kennen ist, glaube ich, auch übertrieben. Okay, wird wahrscheinlich rumpeliger. Jo. Oh, okay. Ah, gut, das hätten wir ja machen können eigentlich. Auch wenn man es cased, aber naja. Gut. Es ist eher so ein, glaube ich, so ein Angucken hier. Ein Kennenlernen, ein vorsichtiges. Linke Line wäre gleich besser. Okay. Bin ich jetzt falsch oder was? Ach, scheiße. Hä? Ach so, dann ist es die DH. Das war jetzt blöd. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es egal, wo man lang fährt, aber ich bin fast auf die DH gefahren, glaube ich. Okay, ist ein bisschen rumgestochert hier. Es geht hier. Oh, okay. Ich glaube, der links wäre sogar besser gewesen. Sehr geil eigentlich auch die Enduro-Line. Die ging jetzt auch, wenn wir natürlich ziemlich langsam runtergestochert sind, deutlich schneller als der Tannenzäpfler, einfach weil es halt größtenteils so runter geht und nicht Down Berms. Müssten wir auf jeden Fall auch ein paar Mal fahren, schrecklich angucken, weil es teilweise echt viele Lines gibt und so. So, jetzt fahren wir noch die Flow-Line. Die bin ich ja auch irgendwie vor Jahren mal gefahren, aber seit Ewigkeiten auch nicht. Schon gar nicht seit dem Reshape. Die ist ja irgendwie neu gemacht worden und soll eigentlich jetzt auch besser sein. Gucken wir mal. Hier ist irgendwie die Kreuzung. Jo, so, wie jetzt? Was jetzt? Hä, was? Ach so, das links ist die DH. Hier ist tatsächlich auch ein bisschen feuchter. Nicht mehr ganz so trocken. Natürlich eigentlich bei Flowline geiler, je trockener es ist. Aha, oh, das ist, glaube ich, neu. Ah, okay. Das ist neu. Wow. Wow. Was geht denn hier ab? Jo. Ist ja geil. Oh, shit. Ah, okay. Hier ist echt ein bisschen feuchter jetzt. Ah, zu lahm. Fängt es an zu pissen, kann das sein? Oh, hier ist auch die Luft total kalt auf einmal. Was geht ab?
Ist nicht das da die Flowline? Ja, das sieht sehr neu aus. Das wollen wir doch gerade ausprobieren, oder? Ganz neu geformt offenbar. Cool. Achso, das ist, glaube ich, gemeinsamer Ausgang der BH und der Flow. Also für mich, ehrlich gesagt, ist es kein Flowsbach, es ist kein Flowtrail-Mussbach. Finde ich viel geiler da als Flowtrail, ehrlich gesagt. Wobei, wenn es hier schön trocken ist und so, ist bestimmt auch noch ein bisschen geiler. Aber ist cool und auch auf jeden Fall cooler, als der Flowtrail früher mal war, finde ich. Aber es macht halt nicht Heidelberg aus, ne? Nee, aber man kann es schon mal mitnehmen, finde ich. Gut zum Berms üben ist es allemal. Ja. Das war mal wieder Heidelberg, Königsschul oder HDKS. HDKS. Geil war's.